Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Es gibt Orte auf diesem Planeten, die vergessene Geschichten erzählen, Bauwerke, die wie das Echo einer untergegangenen Zivilisation aus der Erde ragen. Perfekte Kreise, die in Stein gemeißelt sind, kolossale Monumente, deren Erbauer unbekannt sind, und Unterwasserstädte, die sich unserem Verständnis von Geschichte entziehen. Irgendjemand oder irgendetwas hat sie erschaffen, aber wer? Und was noch wichtiger ist, warum? In diesem Video verlassen wir die Seiten der konventionellen Geschichte und tauchen in eine Welt voller Geheimnisse ein. Diese 20 kürzlich entdeckten verlassenen Bauwerke sind nicht einfach nur Ruinen, sie sind Rätsel, die in Frage stellen, was wir über menschliche Errungenschaften zu wissen glauben und die auf Geheimnisse hindeuten, die lange unter Sand, Dschungel und Meer begraben waren. Der Badlands-Wächter. Tief im Herzen von Alberta, Kanada, gibt es einen Landstrich, der auf den ersten Blick ganz gewöhnlich erscheint. Ein felsiger Ausläufer, Trockenes, zerklüftetes Terrain, die Art von Landschaft, an der man ohne weiteres vorbeigeht. Aber vom Himmel aus betrachtet, ändert sich alles. Von oben betrachtet, verwandelt sich die Landschaft in etwas völlig Surreales, das ausgeprägte Profil eines menschlichen Gesichts, das in den Himmel blickt und mit etwas geschmückt ist, das wie ein gefiederter Kopfschmuck aussieht. Es ist so präzise, so lebensecht, dass man schwören könnte, es sei von altertümlicher Hand gemeißelt worden. Aber genau das ist der Haken, es war nicht so. Dies ist nicht das Werk einer alten Zivilisation oder einer untergegangenen Kultur. Es ist das Werk der Natur selbst. Diese erstaunliche Geoglyphe, die heute als Badlands Guardian bekannt ist, wurde allein durch Erosion geformt. Wind, Wasser und Zeit meißelten langsam die Erde weg, bis ohne menschliche Absicht Kunst entstand. Ein Wächter, der nicht mit Werkzeugen, sondern mit Geduld geformt wurde. Und doch sickert Ironie durch seine stillen Züge. Eine unbefestigte Straße durchschneidet sein Gesicht wie eine Narbe. Und ein Brunnen, der unwissentlich in die Mitte seines Kopfes gegraben wurde, sitzt wie ein Kopfhörer und zieht Vergleiche zur modernen Technologie auf diesem antik aussehenden Denkmal. Der Guardian wurde nicht von Forschern zu Fuß, sondern von hoch oben kreisenden Satelliten entdeckt und gelangte erst in den frühen 2000er Jahren dank Google Earth in das Bewusstsein der Menschen. Seitdem hat er die Welt fasziniert und wird oft mit den geheimnisvollen Gesichtern auf dem Mars verglichen. Er ist ein stilles Zeugnis dafür, dass die größten Künstler vielleicht doch keine Menschen sind. Die Natur kann es mit nichts anderem als Zeit und Urgewalt selbst mit den großartigsten Schöpfungen des Menschen aufnehmen. Und irgendwo da draußen, unter den Gesteins- und Staubschichten, wartet vielleicht ein weiterer Wächter darauf, entdeckt zu werden. Und zwar im Verborgenen, auf der Lauer liegend. Radstrukturen in Jordanien. Es ist fast unglaublich, wie drastisch sich unser Verständnis der Welt verändert hat. Nur weil wir unsere Perspektive geändert haben. Als wir anfingen, von oben zu schauen, anstatt geradeaus, offenbarte sich eine völlig neue Ebene von Geheimnissen. Und eines der faszinierendsten Beispiele? Die seltsamen, massiven Steinraider, die in der Wüste in der Nähe der Azraq-Oase in Jordanien verstreut sind. Dabei handelt es sich nicht um ein paar zufällige Kreise. Es handelt sich um Hunderte von Steinstrukturen mit einem Durchmesser von 25 bis 70 Metern, die vor mehr als 2000 Jahren akribisch angeordnet wurden. Ihre schiere Anzahl und ihr Ausmaß lassen auf eine bewusste Anstrengung schließen, doch ihr wahrer Zweck bleibt ein Rätsel. Zunächst glaubten die Wissenschaftler, dass es sich um antike Grabstätten handelte, was angesichts der Vielfalt der Bestattungsbräuche in den frühen Zivilisationen nicht verwunderlich wäre. Doch bei näherer Betrachtung begann diese Theorie zu zerfallen. Die Räder sind unterschiedlich gestaltet und weisen verschiedene Muster und Formen auf, was zu Spekulationen führte, dass sie stattdessen einer astronomischen Funktion dienten, vielleicht zur Verfolgung von Himmelsereignissen und nicht zur Ehrung der Toten. Was sie noch geheimnisvoller macht, ist, dass sie vom Boden aus völlig unscheinbar wirken. Erst aus der Vogelperspektive kommen ihre Formen voll zur Geltung, was die Frage aufwirft, ob die antiken Baumeister sie absichtlich so gestaltet haben, um sie im Verborgenen zu halten. Unabhängig von der Absicht ist eines sicher: Diese monumentalen Formen haben Jahrtausende überdauert und wir verstehen sie immer noch nicht vollständig. Das allein macht sie zu einem der fesselndsten archäologischen Rätsel unserer Zeit. Die versunkene Stadt von Bahi.
Jetzt werde ich über eine wirklich klassische Art von verlassenem Bauwerk sprechen, vor allem über eines, das nicht unbedingt von den Menschen freiwillig verlassen wurde, sondern weil die Natur ein Einsehen hatte und beschloss, mit der Stadt selbst zu reden. Im Laufe der Geschichte gab es viele versunkene Städte, und viele von ihnen wurden durch Naturkatastrophen wie Erdbeben, Tsunamis und andere ausgelöst. Unabhängig von der Ursache ist es ein beeindruckender Anblick, wenn sie in den Tiefen des Ozeans wiederentdeckt werden, und die versunkene Stadt Bahi ist ein solcher Ort. Sie gehörte einst zum Römischen Reich und war ein Ort, an dem sich verschiedene Dinge ereigneten. Nicht so sehr in Form von Morden oder Ähnlichem, zumindest nicht in großer Zahl, aber stattdessen wurde sie als das antike Las Vegas des Römischen Reiches bezeichnet. Das liegt daran, dass diejenigen, die dorthin gingen, sich auf alle Arten von Spaß amüsieren wollten, die die römische Kultur zu bieten hatte, wie zum Beispiel Hedonismus im großen Stil. Die Reichen und Mächtigen, darunter auch mehrere römische Kaiser wie Caesar und Nero, besuchten die Stadt und nutzten die natürlichen heißen Quellen und andere Vergnügungen. Wie es dazu kam, dass die Stadt in den Fluten versank, ist eine zweigeteilte Geschichte. Zuerst wurde die Stadt geplündert und dann verlassen. Und dann führten die natürlichen vulkanischen Schlote, die zur Entstehung der bereits erwähnten heißen Quellen beitrugen, dazu, dass der Wasserspiegel in der Nähe weit über die Oberfläche anstieg, bis schließlich die gesamte Stadt ertränkt wurde. Heute können die Überreste der antiken Stadt in einem der wenigen archäologischen Unterwasserparks der Welt besichtigt werden. Sie fahren mit einem Boot mit Glasboden und können die Stadt aus der Ferne betrachten, um sicherzustellen, dass die Strukturen nicht beschädigt werden. Wenn Sie bereit sind, unter Wasser zu gehen, können Sie auch schnorcheln und tauchen gehen. Die Insel Hashima. Jetzt machen wir uns auf den Weg nach Japan, um die Hashima-Insel zu besuchen, einen recht beliebten verlassenen Ort. Aber bevor wir uns damit beschäftigen, möchte ich Ihnen eine grundlegende Frage stellen. Warum werden einst bevölkerte Orte so schnell verlassen? Das hängt wirklich vom Ort, von den Menschen und vor allem von den Umständen ab. Einige tun dies freiwillig, andere, weil sie keine andere Wahl haben, wenn sie ein gutes Leben führen wollen. Für die Bewohner der Insel Hashima bedeutete dies, dass sie von einem sehr stabilen Leben entwurzelt wurden und sich woanders ein stabiles Leben aufbauen mussten. Während der Industrialisierung Japans verfügte die Insel Hashima über eine Unterwasserkohlemine, die den Bewohnern der Insel viel Arbeit verschaffte. So wurde die Insel in einen Ort umgewandelt, an dem die Bergleute mit ihren Familien leben und arbeiten konnten, eine vernünftige Lösung, wenn auch nur für eine gewisse Zeit. Doch wie Sie sich vielleicht denken können, war die 1887 begonnene Bergbautätigkeit schon bald zu Ende, als das Jahr 1974 kam. Da es wegen der Schließung des Bergwerks keine Arbeit mehr gab, mussten die Menschen abreisen, und das Bergwerk wurde für lange Zeit aufgegeben. Erst in den 2000er Jahren erkannten die Menschen, dass die Insel auch touristisch viel zu bieten hat. Und so wurde sie im Laufe der Jahre zu einem Ort, den viele Menschen besuchten. Und wenn Ihnen das Aussehen des Ortes bekannt vorkommt, könnte das daran liegen, dass die Insel ein wichtiger Schauplatz im Film Skyfall war, dem sehr beliebten James-Bond-Film, und dass sie im Laufe der Jahre auch als Schauplatz für viele Medien diente. Pripyat. Machen wir eine Reise in die faszinierende und geheimnisvolle Stadt Pripyat, die einst eine pulsierende und geschäftige Stadt war, die für ihren einzigartigen Charme bekannt war. Während der Sowjetzeit erbaut, wurde sie schnell zu einer modernen Stadt mit einem Riesenrad und vielen anderen Attraktionen. In der Blütezeit lebten hier fast 50.000 Einwohner in einer scheinbar friedlichen, blühenden Gemeinschaft. Dann kam die unerwartete Wende, die alles verändern sollte. Die Nähe zum Kernkraftwerk Tschernobyl bedeutete, dass Pripyat von einem katastrophalen Zwischenfall in der Nähe betroffen war. In einem einzigen Moment wurde die Stadt leergefegt, und die Bewohner waren gezwungen, ihre Häuser, ihr Hab und Gut und ihr Leben, wie sie es kannten, zurückzulassen. Jetzt, Jahrzehnte später, steht Pripyat gespenstisch still da, wie eine eingefrorene Momentaufnahme der Vergangenheit. Obwohl die Stadt verlassen ist, haftet ihr ein Hauch von Geheimnis an, und die Natur erobert sich langsam zurück, was einst ihre belebten Straßen waren. Heute ist sie ein faszinierendes Thema, das in Büchern, Filmen und sogar Videospielen auftaucht und die Fantasie von Menschen auf der ganzen Welt anregt. Pripyat bietet uns einen einzigartigen Einblick in die Widerstandsfähigkeit von Zeit und Natur und erinnert uns daran, wie unvorhersehbar sich die Geschichte entwickelt.
Seine Geschichte ist weiterhin Teil unserer kollektiven Neugier und zieht uns in seine stille Schönheit und rätselhafte Vergangenheit hinein. Die Geisterstadt Rhyolite. Ich werde jetzt über eine klassische Art von verlassenen Strukturen sprechen, nämlich über eine Geisterstadt. Genauer gesagt spreche ich über eine Geisterstadt, die im Zuge des Goldrausches in den Vereinigten Staaten entstand. Die Stadt Rhyolite entstand in den frühen 1900 Jahren, als in der Nähe der Stadt eine Spur von Golderz entdeckt wurde, und die Menschen strömten zu Tausenden herbei, um zu versuchen, damit Geld zu verdienen. Und eine Zeit lang schien es auch zu klappen. Der Industrielle Charles M. Schwab kaufte 1906 die Montgomery-Shoshone-Mine und investierte in großem Umfang in die Infrastruktur, unter anderem in Wasser- und Stromleitungen sowie in den Eisenbahnverkehr, der sowohl die Stadt als auch die Mine selbst bediente. Es war eine geschäftige Stadt, bis das Erz zur Neige ging, und danach stellten die Menschen fest, dass es wirklich schwer war, dort zu leben. Und so wurde sie zu einer Geisterstadt. Um 1920, nur 15 Jahre nach Beginn des Booms, lebte praktisch niemand mehr in der Gegend. Riesiger Hase. Im Jahr 2005 stellten die Einwohner von Artesina, Italien, mit Erstaunen fest, dass ein riesiger rosa Hase auf den Hügeln in der Nähe ihrer Häuser ausgesetzt worden war. Was um alles in der Welt ist hier passiert? Nun, es handelt sich um das Werk eines Kunstkollektivs, das der hügeligen Gegend ein wenig mehr Lebendigkeit verleihen und den Menschen das Gefühl geben wollte. Sie befänden sich in einer Art Gulliver's Travels. Das Ganze hat eine gewisse Ironie, denn es ist ein bisschen komisch, darüber zu diskutieren. Das Kunstkollektiv hat das riesige ausgestopfte Kaninchen nämlich in dem Wissen hergestellt, dass es sich im Laufe der Zeit durch die natürlichen Elemente auflösen würde. Es sollte bis 2025 halten, aber schon 2016 war es so gut wie verschwunden. Ich schätze, es werden einfach keine Riesenhasen mehr hergestellt. Schulungs- und Übergangsflughafen Dade Collier. Zugegeben, der Gedanke, dass ein Flughafen ein verlassenes Bauwerk ist schon etwas seltsam. Immerhin sind sie ein wesentlicher Bestandteil unseres modernen Lebens. Und technisch gesehen brauchen wir so viele Flughäfen wie möglich, um die vielen Flugzeuge unterzubringen, die hier herumfliegen. Aber obwohl alle Flughäfen in der einen oder anderen Form wichtig sind, werden einige mehr genutzt als andere. Und dieser hier, nun ja, war einer, der überhaupt nicht genutzt wurde. Das lag daran, dass der Flughafen in den Everglades gelegen war. Das allein war schon eine gewagte Wahl für einen Flughafen. Und doch sollte er der größte der Welt werden, als er Ende der 1960er Jahre gebaut wurde. Er sollte über mehrere Start- und Landebahnen und verschiedene Gebäude verfügen, die alle dazu beitrugen, diesen Anspruch zu erfüllen. Was geschah dann mit diesem Ort? Nun, sie sollten ein wichtiges Flugzeug von Boeing bekommen, aber dieses Modell ist nie wirklich geflogen. Aus diesem Grund und aufgrund von Umweltbedenken musste der Bau des Flughafens gestoppt werden, und jetzt wird er nur noch sporadisch für die Pilotenausbildung genutzt. Wie ich höre, tummeln sich dort auch Krokodile, sodass er zumindest eine gewisse Nutzung erfährt. Die Annie Lytle Grundschule. Hier ist ein weiteres Bauwerk, das man vielleicht nicht sofort mit etwas in Verbindung bringt, das leicht aufgegeben werden kann. Aber ähnlich wie beim Flughafen ist auch hier der Kontext entscheidend. Im Fall der Annie Lytle Elementary School in Jacksonville, Florida, handelt es sich um eine jahrzehntelange Schule, die bereits 1915 gegründet wurde. In den 50er Jahren jedoch führte die Expansion in der Region zum Bau einiger Autobahnen, die direkt an der Schule vorbeiführten. Dies führte zu einer Reihe von Problemen, darunter Lärmbelästigungen, die den Unterricht übertönten und den Eltern den Zugang zur Schule erschwerten. Daher wurde die Schule geschlossen und schließlich nur noch als Lagerraum genutzt. Der einzige Grund, warum die Schule heute noch steht, ist, dass mehrere Gruppen dafür gekämpft haben, sie unter Denkmalschutz zu stellen. Und sie versuchen, sie so gut wie möglich zu erhalten, was ihnen hoffentlich auch gelingt. Das verlassene Ryugong Hotel. Hier ist ein Klassiker, der aus allen möglichen schlechten Gründen immer noch eine große Rolle spielt. Dieses Hotel befindet sich in Nordkorea und wurde gebaut, um dem Land zu mehr Ansehen zu verhelfen und gleichzeitig einige Weltrekorde aufzustellen. Doch im Laufe der Zeit wurde es nicht nur nie fertiggestellt, sondern auch als Hotel des Verderbens bezeichnet. Und das war offensichtlich nicht das, was Nordkorea beabsichtigte. Mit dem Bau wurde 1987 begonnen, was zum Teil darauf zurückzuführen war, dass die Sowjetunion Nordkorea bei der Errichtung des Bauwerks half.
Doch als die UdSSR 1991 zusammenbrach, geriet Nordkorea in ernste finanzielle Schwierigkeiten und der Bau wurde immer wieder gestoppt. Während die Gesamtstruktur des 105-stöckigen Gebäudes fertiggestellt wurde, wurde der Innenausbau nie vollendet. Und so blieb das Gebäude über 3 Jahrzehnte lang einfach unbewohnt. Erst 2008 wurde es verglast und damals hieß es, dass die Fertigstellung des Gebäudes etwa 2 Milliarden Dollar kosten würde. Es ist also immer noch ein markanter Teil der nordkoreanischen Skyline. Aber man kann nicht darin wohnen und wird es wahrscheinlich auch nie können. Besondere Entdeckung. Wir sehen uns hier ein Foto an, bei dem es sich um ein besonderes 2-in-1-Foto von 2 außerirdischen Strukturen handelt, die an 2 sehr unterschiedlichen Orten der Welt gefunden wurden. Ich beginne mit dem Foto auf der linken Seite. Es wird gesagt, dass diese Struktur in Nordafrika gefunden wurde und ebenso wichtig ist, dass diese Struktur plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht ist und deshalb die Menschen und Wissenschaftler verblüfft hat. Wenn Sie jedoch einen Moment darüber nachdenken, werden Sie wissen, dass es sich um ein von Menschenhand geschaffenes Bauwerk handelt, das nicht auf natürliche Weise entstanden ist. Ironischerweise haben wir solche Häuser in vielen verschiedenen Ländern gesehen, auch in den Vereinigten Staaten. Sicher, es mag seltsam sein, dass es sich an diesem Ort befindet, aber wer sind wir, dass wir darüber urteilen, wo etwas gebaut werden sollte, solange es passt? Was nun den rechten Teil dieses Fotos betrifft, so soll es sich um eine besondere Art von außerirdischer Struktur handeln, die ausgerechnet in der Antarktis gefunden wurde. Die Ironie an dieser Geschichte ist, dass es viele Geschichten über außerirdische Strukturen gibt, die sich dort abspielen. Und es gibt Geschichten über antarktische Pyramiden oder mysteriöse Superstrukturen im Schnee. Es gibt jedoch auch Meinungen, die besagen, dass das alles nur eine Fälschung ist. Sie sagen, dass die meisten der großen Entdeckungen natürlich sind und dass es dort keine antike Kultur im Schnee gibt. Was denken Sie also darüber? Lassen Sie mich Ihre Meinung zu dem wissen, was ich Ihnen gerade auf dem Bildschirm gezeigt habe. Die Mesa Verde Cliff Dwellings. Die Geschichte des Wohnens in der Welt ist immer wieder faszinierend. Und wenn Sie sich die Klippenhäuser ansehen, die in den Klippen von Mesa Verde, Colorado, gebaut wurden, werden Sie sehen, wie klug die Menschen waren, sich ein Haus zu schaffen, das nicht in der Sonne lag, ihnen aber dennoch viel Platz zum Leben bot. Wie diese Bilder zeigen, waren es nicht einfach nur Häuser, die an diesem Ort standen. Sie bestanden aus allen Arten von Häusern, einschließlich Palästen. Der einzige Grund dafür, dass sie heute verlassen sind, ist, dass der Stamm, der sie einst bewohnte, irgendwann beschloss, weiter nach Süden in die Region von New Mexico zu ziehen. Die von ihnen errichteten Felsenhäuser sind jedoch noch immer erhalten und können heute besichtigt werden, wenn Sie dies wünschen. Das australische Dreieck. Erinnern Sie sich, wie ich Ihnen vorhin von den Wundern erzählt habe, die es bedeutet, unsere Welt von oben zu sehen? Wie es unser Verständnis für neue Gebiete verbessert und es uns ermöglicht, sie in einem neuen Licht zu sehen? Nun, das war alles wahr, aber es hatte auch seinen Preis. Dieser Preis bestand darin, dass die Menschen manchmal etwas Seltsames von oben sahen und dachten, es sei nicht von dieser Welt. Ein Beispiel 2007. Als Aufnahmen von einem bestimmten Gebiet in Australien gemacht werden sollten, tauchte ein einzigartiges Dreieck an einer Stelle auf, an der es eigentlich nicht hätte sein dürfen, und es stach aus der Umgebung heraus. Viele Leute dachten daraufhin, dass es sich um ein außerirdisches Raumschiff handelte. Es wurde über Google Earth gesichtet und erschien als dreieckiges Objekt mit hellen Lichtern über dem Ozean in der Nähe von Australien. Viele UFO-Enthusiasten spekulierten, dass es sich um ein fortschrittliches Militärflugzeug oder ein außerirdisches Raumschiff handelte, da es den klassischen schwarzen Dreiecks-UFOs ähnelte, über die weltweit berichtet worden war. Experten und Skeptiker wiesen jedoch schnell darauf hin, dass das Bild höchstwahrscheinlich durch Linsenreflexe verursacht wurde, ein häufiger Effekt bei der Satellitenfotografie, bei dem das Sonnenlicht von den internen Komponenten der Kamera reflektiert wird und künstliche Formen erzeugt. Zumindest ist es das, was die Regierung sie glauben machen will. Das Vogelscheuchendorf Nagoro. Japan ist eines der einzigartigsten Länder der Welt. Angefangen bei der Kultur bis hin zu der Art und Weise, wie sie bestimmte Formen der Unterhaltung betrachten. Sind die Dinge in Japan ein wenig anders als in anderen Ländern? Im Fall des Nagoro Scarecrow Village wird es sogar für Japan ein bisschen seltsam. Die Kurzfassung der Geschichte ist, dass in diesem Dorf früher viele Menschen lebten,
Als Japan moderner wurde, zogen die Menschen weg, was viele der verbliebenen Dorfbewohner ziemlich traurig machte. Einer von ihnen beschloss, die Gegend wieder zu bevölkern, indem er handgefertigte Vogelscheuchen anfertigte und sie überall aufstellte, um die Menschen zu ersetzen. Es wurden so viele, dass die Zahl der lebenden Dorfbewohner irgendwann 10:1 größer war als die der Vogelscheuchen. Sie veranstalten sogar Feste, zu denen alle Leute kommen, um die Vogelscheuchen zu bewundern. Ich meine, was auch immer die Leute ins Dorf bringt. City Hall Loop Station. Die Zeit und der Fortschritt können jeden Ort irgendwann zu einem verlassenen Bauwerk machen. Selbst etwas so Nützliches wie eine U-Bahn-Station. In New York war die City Hall Loop Station eine der 28 ursprünglichen Stationen des U-Bahn-Systems der Stadt. Durch ihre Lage in der Nähe des Rathauses war sie ein idealer Umsteige- und Sendeplatz. Allerdings wurde sie bald zu groß, da sie aufgrund bestimmter Beschränkungen nicht erweitert werden konnte. Als dann die Brooklyn Bridge Station gebaut wurde, war die City Hall Loop Station im Grunde überflüssig. Dennoch gibt es sie heute noch. Und sie gilt als wichtiges Wahrzeichen von New York City. Und es ist nicht schwer zu verstehen. Warum? In Anbetracht des Zustands des New Yorker U-Bahn-Systems muss man sich fragen, ob nicht auch andere Projekte aufgegeben werden, wenn sie nicht bald genehmigt werden. Belitz-Hallstatten. Der Standort ist für bestimmte Einrichtungen von entscheidender Bedeutung. Und dieser besondere Ort in Deutschland war für ein Militärkrankenhaus und Sanatorium ideal gelegen. Die Lage war sogar so ideal, dass sie während beider Weltkriege genutzt wurde. Diese Einrichtung kann auf eine lange Geschichte zurückblicken, in der bedeutende Persönlichkeiten zu Gast waren, was ihre einzigartige Bedeutung unterstreicht. Die Gründe für die Stilllegung bleiben jedoch ein Rätsel, über das einige Theorien kursieren. Eine Möglichkeit ist, dass veränderte Bedürfnisse und Veränderungen in der Region dazu führten, dass sie schließlich nicht mehr genutzt wurde. Heute ist die Stätte ein beliebtes Ziel für alle, die sich für die Erkundung verlassener Orte interessieren. Die bröckelnden Gebäude, die breiten Gänge und die unheimliche Stille des Geländes schaffen eine fesselnde Szenerie, die reich an Intrigen ist. Auch wenn die Anlage nicht mehr in Betrieb ist, übt ihre Trostlosigkeit weiterhin eine große Faszination auf alle aus, die sich für vergessene Orte interessieren. Jedes Jahr zieht der Ort viele Fotografen an, die in dieser unberührten, zeitlosen Umgebung nach einzigartigen Momenten suchen. Obwohl sich viele Gerüchte und Geschichten um diesen Ort ranken, kommen die meisten Besucher einfach nur, um die rätselhafte Schönheit eines Bauwerks zu erleben, das der Lauf der Zeit hinterlassen hat. Einzigartiger Turm von Sathorn. Vielleicht erinnern Sie sich an das bereits erwähnte nordkoreanische Hotel, das aufgrund finanzieller Probleme nicht fertiggestellt wurde. Interessanterweise ist es nicht das einzige Bauwerk auf der Welt, dem ein solches Schicksal widerfahren ist. In Thailand ist der Sathorn Unique Tower ein weiteres Beispiel. Dieser hoch aufragende Wolkenkratzer war zu etwa 80% fertiggestellt, als der Bau vor allem wegen finanzieller Schwierigkeiten eingestellt wurde. Stellen Sie sich die Situation vor. Jahrelange harte Arbeit und Fortschritte. Und gerade als die Ziellinie in greifbare Nähe rückt, kommt alles zum Stillstand. Und ein Gebäude bleibt unvollendet und verlassen zurück. Nun steht der Sathorn Unique Tower als markanter, wenn auch unvollendeter Teil der Skyline von Bangkok. Obwohl er ursprünglich für einen anderen Zweck gedacht war, ist er zu einem beliebten Ort für Stadtentdecker geworden, die von seiner einzigartigen Geschichte und seiner überragenden Präsenz angezogen werden. Es ist faszinierend, solche in der Zeit eingefrorenen Bauwerke zu sehen, die daran erinnern, was hätte sein können, wenn die Umstände es erlaubt hätten, sie fertigzustellen. Diese unvollendeten Gebäude sind ein Zeugnis für die Unberechenbarkeit des menschlichen Ehrgeizes und den Lauf der Zeit. Hellingly Krankenhaus. Ich zeige Ihnen nun ein weiteres Krankenhaus, diesmal jedoch eines, das kein beunruhigendes Ende hatte, sondern nur ein kleines Wimmern. Das Hellingly Hospital in East Sussex wurde gebaut, weil eine bestimmte andere psychiatrische Klinik überfüllt war. Mit erweiterten Einrichtungen und sogar einer Eisenbahn zur Unterstützung hatte es viel zu bieten. Und eine Zeit lang bot es tatsächlich viel Platz und Sicherheit für diejenigen, die psychiatrische Betreuung brauchten. Aber was geschah dann? Nun, im Laufe der Zeit ging die Zahl der Patienten, die das Krankenhaus aufsuchten, zurück. Und so wurde die Einrichtung geschlossen und steht seitdem leer. Kernkraftwerk Satsop. Das Kernkraftwerk Satsop wurde westlich von Olympia im Bundesstaat Washington gebaut.
Ursprünglich sollten 3 verschiedene Kraftwerke Strom produzieren, von denen eines vollständig fertiggestellt wurde, während die anderen nie fertig wurden. Warum wurde das Projekt dann gestoppt? Nun, es wurde nicht wirklich gestoppt, sondern eher abgebrochen. Nach einigen anderen nuklearen Zwischenfällen wandte sich die Bevölkerung gegen die Kernenergie. Und so wurden die Kraftwerke einfach auf Eis gelegt. Heute sind sie Teil eines Technologieparks. Und ich verspreche Ihnen, dass mit diesen Anlagen keine Kernschmelze mehr zu befürchten ist. Deutsches Symbolgebäude. Hinter diesem Gebäude auf dem Marinestützpunkt Coronado in San Diego, Kalifornien, verbirgt sich eine interessante und etwas ironische Geschichte. Auf den ersten Blick mag es wie ein gewöhnliches Bauwerk wirken, doch von oben betrachtet offenbart der Grundriss etwas Ungewöhnliches. Das Gebäude ist ein Komplex aus 4 identischen Gebäuden, die einen zentralen Innenhof umgeben. Und aus der Luft betrachtet hat es eine unverwechselbare Form, die hervorsticht. Der als Kasernenkomplex für die Amphibienbasis bekannte Bau wurde ursprünglich als 4 L-förmige Kasernen errichtet. Vom Boden aus bietet sie zwar kein großes visuelles Spektakel, aber Satellitenbilder wie Google Earth machen deutlich, wie die Anlage von oben aussieht. Im Laufe der Zeit erkannte die Marine die unbeabsichtigte Ähnlichkeit des Entwurfs mit einer bestimmten Form und stellte 2007 Mittel zur Verfügung, um die Umgebung durch Landschaftsgestaltung und architektonische Änderungen zu verändern. Trotz dieser Bemühungen hat der ursprüngliche Entwurf immer noch einen gewissen Wiedererkennungswert und ist ein interessantes Beispiel dafür, wie die Architektur unerwartete Bedeutungen annehmen kann. Es ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie selbst in der Welt der militärischen Strukturen das unbeabsichtigte und ungewöhnliche Teil der Geschichte werden kann. Monsell Forts. In der Vergangenheit errichtete das Vereinigte Königreich entlang der Themse-Mündung spezielle Verteidigungsanlagen, um sein Territorium zu schützen. Eines der bemerkenswertesten Bauwerke waren die Monsell Forts, die dazu dienten, potenzielle Bedrohungen aus der Luft oder vom Meer aus zu überwachen und zu erkennen. Diese Forts dienten sowohl der Armee als auch der königlichen Marine und hatten außerdem die Aufgabe, wichtige Häfen und Gewässer zu sichern. Trotz ihres einfachen Aussehens erfüllten diese Forts ihre Aufgaben äußerst effektiv. Nach dem Ende des Krieges wurden sie nicht mehr benötigt, und mit der Zeit wurden sie zu beliebten Orten für diejenigen, die sich für die Erkundung verlassener Gebäude interessierten. Seitdem haben sich diese Festungen in kreative Orte voller faszinierender Geschichte verwandelt, die eine faszinierende Geschichte über die Entwicklung ihres Zwecks bieten. Fühlen Sie sich angesichts solch einzigartiger Strukturen angesprochen, sie selbst zu erkunden? Gibt es andere interessante Orte, die Ihrer Meinung nach in die Liste aufgenommen werden sollten? Teilen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren unten mit. Wenn Ihnen diese Entdeckungsreise gefallen hat, vergessen Sie nicht, den Gefällt mir-Button zu drücken und sich für weitere erstaunliche Entdeckungen anzumelden. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.